Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Liam, wie geht es dir heute? Hallo Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über eine Reise sprechen. Reisest du gerne? Ja, ich reise sehr gerne. Ich mag es, neue Orte zu besuchen und verschiedene Kulturen zu sehen. Wohin möchtest du reisen? Ich möchte eine Reise nach Bali planen. Hast du von Bali gehört? Ja, ich habe von Bali gehört. Es ist eine wunderschöne Insel in Indonesien. Ich habe viele Bilder von Bali gesehen. Die Strände sind sehr schön. Bali ist bekannt für seine Strände, Tempel und Reisfelder. Ich denke, es ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen und Spaß zu haben. Das klingt großartig. Wann möchtest du nach Bali reisen? Ich denke daran, im Juni zu fahren. Das Wetter ist im Juni warm und trocken. Es ist eine gute Zeit, um Bali zu besuchen. Juni ist ein guter Monat. Da kann ich Urlaub nehmen. Wie lange möchtest du in Bali bleiben? Ich möchte eine Woche bleiben. 7 Tage, um die Insel zu erkunden und die Sehenswürdigkeiten zu genießen. Eine Woche ist genug Zeit, um viele Orte zu sehen. Was möchtest du in Bali unternehmen? Ich habe viele Ideen. Ich möchte die Strände besuchen, Tempel besichtigen und lokale Speisen probieren. Ich möchte auch die Reisfelder sehen und vielleicht wandern gehen. Das ist ein guter Plan. Ich finde die Idee, Tempel zu besuchen und neue Speisen zu probieren, auch toll. Ich möchte mich außerdem am Strand entspannen und im Meer schwimmen. Ja, die Strände in Bali sind sehr schön. Ich möchte den Kuta-Strand und den Seminyak-Strand besuchen. Dort gibt es feinen Sand und klares Wasser. Ich habe gehört, dass der Kuta-Strand sehr beliebt ist. Er ist ein guter Ort zum Surfen und zum Sonnenuntergang beobachten. Da stimme ich zu. Ich möchte am Kuta-Strand Surfen ausprobieren. Es wird Spaß machen, einen neuen Sport zu lernen. Neben dem Strand, was möchtest du noch in Bali sehen? Ich möchte den Uluwatu-Tempel besuchen. Er liegt auf einer Klippe und hat einen tollen Blick auf den Ozean. Außerdem möchte ich den Tanah-Lot-Tempel sehen. Er ist sehr berühmt und bei Sonnenuntergang sehr schön. Ich liebe Tempel. Sie sind so friedlich und voller Geschichte. Ich möchte auch die Reisterrassen in Ubud besuchen. Die Landschaft dort ist atemberaubend. Ubud ist ein sehr schöner Ort. Es ist ruhig und voller Natur. Ich möchte durch die Reisfelder spazieren und vielleicht ein paar Fotos machen. Das klingt wunderbar. Und wie sieht es mit dem Essen aus? Möchtest du lokale balinesische Küche probieren? Ja, ich möchte viele neue Gerichte ausprobieren. Ich habe gehört, dass Nasi Goreng und Satay sehr gut sind. Außerdem möchte ich frische Meeresfrüchte am Strand versuchen. Ich liebe Meeresfrüchte. Frischen Fisch und Garnelen am Meer zu essen, wird sehr angenehm sein. Ich möchte auch einen lokalen Markt besuchen. Ich möchte sehen, wie die Menschen in Bali leben und vielleicht ein paar Souvenirs kaufen. Lokale Märkte sind dafür großartig. Ich schaue mir gerne lokale Kunst und Handwerk an. Das macht die Reise interessanter. Liam, wie kommen wir nach Bali? Wir können nach Bali fliegen. Es gibt viele Flüge von unserer Stadt nach Bali. Der Flug ist nicht sehr lang, etwa 4 Stunden. Das ist gut. Ich reise gerne mit dem Flugzeug.
Es ist schnell und einfach. Ja, und wenn wir in Bali ankommen, können wir ein Taxi nehmen oder einen Roller mieten, um uns auf der Insel fortzubewegen. Ich finde die Idee, einen Roller zu mieten, gut. Es ist eine lustige Art, die Insel zu erkunden und kleine Dörfer zu besuchen. Da stimme ich zu. Wir können entlang der Küste fahren und an verschiedenen Orten anhalten. Wo werden wir in Bali übernachten? Ich denke, wir sollten in einem Hotel oder einem Gästehaus in der Nähe des Strandes bleiben. Es gibt viele Optionen in Kuta oder Seminyak. Das ist eine gute Idee. Ich möchte einen Ort, der bequem ist und einen schönen Ausblick hat. Ich werde nach einem Hotel suchen, das nicht zu teuer, aber sehr schön ist. Wir können es online buchen, bevor wir gehen. Ja, eine frühzeitige Buchung ist ein guter Plan. Das macht die Reise einfacher. Mia, wie viel Geld möchtest du für diese Reise ausgeben? Ich möchte nicht so viel Geld ausgeben, aber ich möchte auch gutes Essen und schöne Orte genießen. Ich denke, ein Budget von etwa $500 für die Woche ist gut. $500 sind ein angemessenes Budget. Wir können günstige Flüge, preiswerte Hotels finden und lokale Speisen genießen. Ja, ich möchte in lokalen kleinen Restaurants essen. Die sind normalerweise sehr günstig und sehr lecker. Ich esse auch gerne in Warungs. Das Essen ist frisch und man sieht, wie die Einheimischen leben. Ich werde die Flugpreise und Hotelpreise online prüfen. Wir können unser Budget zusammen planen. Das ist eine gute Idee. Wir können eine Reisewebseite nutzen, um Preise zu vergleichen und die besten Angebote zu finden. Liam, welche Aktivitäten möchtest du in Bali unternehmen? Ich möchte viele Dinge machen. Ich möchte am Strand entspannen, Tempel besuchen und vielleicht in den Bergen wandern gehen. Wandern klingt nach Spaß. Ich habe gehört, dass es in Bali einige schöne Wanderwege gibt. Ja, ich möchte den Mount Batur besteigen. Es ist ein aktiver Vulkan und der Blick auf den Sonnenaufgang vom Gipfel ist fantastisch. Das klingt sehr aufregend. Ich würde gerne den Sonnenaufgang von einem Berggipfel aus sehen. Wir können auch einen Wasserfall besuchen. Ich habe gehört, dass der Tegenungarn-Wasserfall sehr beliebt und sehr schön ist. Ich möchte im Wasserfall schwimmen und viele Fotos machen. Die Natur in Bali ist sehr schön. Da stimme ich zu. Wir sollten einige Outdoor-Aktivitäten planen. Vielleicht können wir auch schnorcheln oder tauchen gehen. Ja, ich möchte die Korallenriffe und bunten Fische sehen. Schnorcheln an einem klaren Strand ist eine großartige Idee. Wir können im Hotel nach einer Schnorcheltour fragen. Viele Touren sind sicher und machen Spaß. Ich werde die Tourmöglichkeiten prüfen, wenn wir in Bali angekommen sind. Es ist gut, einige Aktivitäten im Voraus zu planen. Mia, wie verbringen wir unsere Freizeit am Abend? Ich möchte am Strand bei Sonnenuntergang spazieren gehen und vielleicht ein lokales Café besuchen. Ich möchte auch einige traditionelle balinesische Tanzvorführungen sehen. Das ist ein schöner Plan. Ich liebe es, Tanzaufführungen zu sehen. Sie sind sehr kulturell und schön. Ja, balinesischer Tanz ist sehr interessant. Ich möchte einige Fotos machen und vielleicht ein paar Tanzbewegungen lernen. Das würde ich auch gerne versuchen. Am Abend können wir auch einen Nachtmarkt besuchen, um Straßenessen zu probieren. Ich freue mich auf den Nachtmarkt. Ich möchte verschiedene Snacks probieren und kleine Souvenirs kaufen. Selbst einfache Dinge wie ein Schlüsselanhänger oder ein Armband werden uns an unsere Reise erinnern. Genau. Kleine Souvenirs lassen die Erinnerungen lebendig.
Mia, bist du schon einmal an anderen Orten gereist? Ja, ich bin schon ein paar Mal gereist. Ich war in Thailand und Malaysia. Ich reise gerne in neue Länder. Das ist großartig. Ich bin auch schon an einige Orte gereist. Ich war in Vietnam und Singapur. Jeder Ort ist anders und interessant. Da stimme ich zu. Jedes Land hat seine eigene Kultur, sein Essen und seine Landschaft. Reisen lässt mich neue Dinge lernen. Mir geht es genauso. Ich liebe es, neue Speisen zu probieren und neue Sehenswürdigkeiten zu sehen. Deshalb möchte ich nach Bali reisen. Es ist anders als unsere Stadt. Ja, Bali ist sehr anders. Es ist entspannter und voller Natur. Ich freue mich auf diese Reise. Ich auch. Es wird ein großes Abenteuer. Ich bin froh, dass wir diese Reise zusammen planen. Liam, hast du Fragen zur Reise? Ja, ich habe ein paar Fragen. Brauchen wir ein Visum, um nach Bali zu reisen? Nein, für kurze Besuche benötigen wir kein Visum. Wir können bis zu 30 Tage ohne Visum in Bali bleiben. Das ist gut. Ich möchte auch etwas über das Wetter wissen. Ist es im Juni sehr heiß? Im Juni ist das Wetter warm und sonnig. Es ist nicht zu heiß und es regnet nicht viel. Es ist eine gute Zeit für einen Besuch. Großartig. Ich mag warmes Wetter. Und wie sieht es mit der Sprache aus? Sprechen Sie in Bali Englisch? Ja, viele Menschen in Bali sprechen Englisch. Sie sprechen auch Balinesisch und Indonesisch, aber Englisch ist in touristischen Gebieten verbreitet. Das ist beruhigend. Ich kann nach dem Weg fragen und Essen bestellen. Genau. Die meisten Schilder sind auch auf Englisch, sodass man leicht lesen kann. Ich freue mich auf die Reise. Ich werde anfangen, ein paar einfache balinesische Wörter zu lernen, wie Terima kasih, danke und Selamat pagi, guten Morgen. Das ist eine gute Idee. Ein paar Wörter zu lernen, macht die Reise spannender. Ja, und es zeigt Respekt für die lokale Kultur. Ich bin froh, dass wir diese Reise zusammen planen. Es wird ein großes Abenteuer. Ich stimme zu, Liam. Bali ist ein schöner Ort und ich freue mich darauf, ihn mit dir zu erkunden. Lass uns unseren Plan noch einmal durchgehen. Wir werden im Juni für eine Woche nach Bali fahren. Wir werden Strände, Tempel und Reisfelder besuchen. Wir werden lokale Speisen probieren und vielleicht wandern gehen. Wir werden auch Freizeit haben, um uns zu entspannen und die Landschaft zu genießen. Ja, das ist unser Plan. Wir fliegen nach Bali, bleiben in einem bequemen Hotel und mieten einen Roller, um uns fortzubewegen. Wir setzen ein Budget von $500 für die Reise fest und suchen nach günstigen Flügen und erschwinglichen Aktivitäten. Ich werde die Flug- und Hotelpreise online prüfen. Wir können alles im Voraus buchen. Ich freue mich sehr auf diese Reise. Ich denke, es wird eine wunderbare Erfahrung. Ich auch, Mia. Ich bin mir sicher, dass wir viele glückliche Erinnerungen in Bali haben werden. Lass uns nächste Woche treffen, um unseren Plan erneut zu besprechen und die Details zu bestätigen. Das ist eine gute Idee. Ich werde alle Informationen aufschreiben und sie mit dir teilen. Großartig. Ich freue mich auf unsere Reise. Danke, dass du dieses Abenteuer mit mir planst. Danke, Liam. Ich freue mich, dass wir gemeinsam nach Bali fahren. Es wird eine erstaunliche Reise. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.